So, ich hoffe, ich treffe das hier ordentlich. Guck mal. Oh. Wir grüßen die Freunde des edlen Weidwerks und außerdem alle anderen. Auf mehrfachen Wunsch willkommen zum Böker-Video in jagdlichem Grün. Heute soll es um Jagdmesser gehen und das bedeutet erstmal um das jagdliche Universalmesser, denn die Welt der Jagdmesser, genauso wie die Welt der übrigen Messer, ist groß, bunt und lustig und vielseitig. Bei Messern gibt es zwei Bauarten, im Wesentlichen die etablierten, das sind die feststehenden und das sind die Taschenmesser. Wir fangen an mit den feststehenden Messern. Ein Messer besteht aus Klinge, Griff und deren Verbindung. Da können wir uns ganz gut dran entlanghangeln. Wir fangen mal mit dem Griff an beim Jagdmesser, weil das ein ganz wesentlicher Teil des Messers ist, des Jagdmessers. Europäischen und insbesondere deutschen Jägern ist immer ganz wichtig, dass der Griff einen Fingerschutz hat, einen ausgeprägten, ein Parierelement, und der Griff muss natürlich sehr griffsicher sein. Hintergrund ist, dass bei der sogenannten roten Arbeit, in der Jägersprache ist das eben das Zerlegen des Wildes, bei der roten Arbeit ist Schweiß und Feist auf der Hand. Schweiß ist das Wort für Blut in der Jägersprache und Feist für Fett. Und damit wird der Griff eben sehr glitschig. Und deshalb braucht man eben einen gut ausgeprägten, griffigen Griff. Das ist in den skandinavischen Ländern interessanterweise nicht so. Bei den traditionell Schweden, Finnen, Samen, Lappen, alles was es da an Völkerstämmen gibt, das sind wirklich ausgewiesene Outdoor-Völker von ihrer Kultur her, aber die kommen auch komplett ohne Parierelemente aus. Trotzdem ist das wirklich für mitteleuropäische Messer ein ganz, ganz fester Wunsch. Die Griffsicherheit, die kann man entweder natürlich durch eine ergonomische Form, wie hier bei unserem Vollintegral. Das ist ein Messer, das wird ein Stück im Gesenk geschmiedet. Das haben wir seit den 80er Jahren, ist einer der Topseller, wirklich unverwüstlich. Es kann eben durch die Ergonomie erreicht werden oder durch die Oberfläche. Hier ist Hirschhorn immer wieder ein wunderbares Material. Hirschhorn ist nicht nur ein traditionelles Material natürlich, was zu Loden irgendwie einen traditionellen modischen Aspekt erfüllt und viele Jäger natürlich abholt. Aber wenn Schweiß und Feist auf der Hand ist, hat es auch eine sehr gute Griffigkeit. Stichwort Schweiß und Feist. Blut löst sich leichter mit kaltem Wasser, Fett mit warmem Wasser. Also Messer zu reinigen nach der Arbeit ist eine ziemliche Aufgabe. Und deshalb ist immer gut, wenn das Messer glatt ausgemacht ist, wenig Fugen hat, kaum Spaltmaße. Das ist eben, wenn es handausgemacht am Bock ist, wirklich ein schönes traditionelles Messer. Wenn es mit Griffschalen verarbeitet ist, dann ist das eben ein Vorteil. Oder aber, da ist man natürlich immer auf der sicheren Seite, man nimmt ein Messer mit einem TPR-Griff, ein thermoplastisches Elastomer, was sich eben anfühlt wie ein Gummi, was hier eine Checkering-Oberfläche hat, eine ganz klassische, unheimlich rutschsicher ist, und das ist natürlich wunderbar zu reinigen. Und gerade bei dem TPR oder TPE, thermoplastisches Elastomer, Thermoplastic Rubber, hat einen Anwendungsbereich von -50 bis +150 Grad. Das heißt, ihr könnt das Messer, wenn ihr mal was gemacht habt, ihr habt ein Fuchshaupt abgeschärft, um den Schädel als Trophäe zu nehmen, oder die Fuchshaken, und das ist euch unangenehm, weil der wirklich viele Parasiten hat, dann könnt ihr das Messer auch wirklich abkochen in kochendem Wasser. Das macht es ohne Probleme mit. Ich nehme mal hier ein anderes, wirklich sehr geschätztes Messer von uns. Das ist das Victic vs. Wild, hier aus Solinger Fertigung. CPM 3V Stahl. An sich wunderbares Messer, aber das vielleicht mal gerade als Beispiel für ein Messer, was nicht unbedingt jagdlich so geeignet ist, weil das hier diese Schraubverbindung hat, und da ist man wirklich ziemlich lange dran am Reinigen. Damit haben wir uns über den Griff unterhalten, die Klinge. Da geht es erstmal um die Form. Da hat sich die Drop-Point-Form wirklich durchgesetzt. Die Drop-Point-Form hat eben den Vorteil, wenn man aus der Decke schlägt oder abschwartet, je nach Tier, also wenn man das Fell vom Kern trennt, vom Fleisch trennt letztendlich, vom restlichen Wildkörper, dann verletzt man hiermit eben die Decke nicht, das eine. Und beim Aufbrechen hat man mit so einer Drop-Point-Klinge, die ist dann andererseits eben auch wiederum nicht so spitz, dass man das Gescheide, also die Innereien, nicht verletzt. Was sich hier übrigens empfiehlt, wenn man von innen aufbricht, dann legt man den Finger auf die Spitze, um eben das Gescheide vor der Spitze zu schützen, um es nicht zu verletzen und dass man eben den Darminhalt, mit dem Darminhalt das Wildbrett verunreinigt. Stahl ist interessanterweise bei Messern bei Jagdmessern oft gar nicht so ein großes Thema. Bei Bushcraft-Messern wird das immer stark diskutiert, und es gibt da wirklich auch große Unterschiede in den Leistungen der Stähle, ganz klar. Der Hintergrund, warum das Jäger oft nicht so interessiert, ist, dass der Stahl sowieso, die Schneide bei einem Stück Wild schon unheimlich leidet, egal ob der Stahl gut ist oder nicht. Beim Gebrauch eines Jagdmessers handelt es sich eigentlich oft nicht um wirklichen Gebrauch, sondern eher um Missbrauch, weil man Dinge damit tut, die man normal sagt, dafür ist ein Messer nicht geeignet. Der Gegner des Jagdmessers, der Jagdmesser
Schneide sind Steinchen, die die Sau vom Suhlen der Bauchschwarte hat und außerdem Knochen. Die Steinchen, das kann man sich vorstellen, Steine sind nicht schlecht, sind nicht gut für eine Schneide natürlich. Und wenn man die Bauchdecke aufbricht, dann sind da eben diese Steinchen, stoßen gegen die Schneide. Der Effekt ist etwas geringer oder die Belastung für die Schneide, wenn man von innen ausbricht. Man kann auch von außen aufbrechen, dann drückt man eben die Steine mit mehr Kraft gegen die Schneide. Das ist nicht ganz so gut, aber letztendlich muss da jeder seine Methode wählen. Das Messer muss einfach eben leisten auf der Jagd und muss sowieso nachgeschliffen werden. Das zweite ist Knochen. Die Schneide schabt über Knochen, zum einen beim Ausbeinen. Und das andere ist, dass eben viele noch die beim Aufbrechen nicht ringeln. Es gibt zwei Methoden, Ringeln und Aufbrechen der Schlossnaht. Und dass sie das Messer mit Kraft auf den Rücken drücken und auf die Schlossnaht setzen. Also das sind alles Tätigkeiten, die der Schneide stark schaden. Und deshalb, da leidet ein 420er Stahl ebenso wie ein guter CPM-Stahl. Darum wird oft bei der Beurteilung von Messern, von Jagdmessern, nicht so stark nach den Klingenstellen gefragt. Und dann geht es noch um die Verbindung. Natürlich gilt für Jagdmesser wie für jedes Messer, es ist gut, wenn es ordentlich verarbeitet ist. Das hier ist sicher das Maximum, ein Stück im Gesenk geschmiedet. Man kann bei jedem feststehenden Messer immer mal die Klangprobe machen. Mal ein Beispiel für ein nicht ein Stück im Gesenk geschmiedetes Messer, für ein Fulltang. Aber man würde sofort jedes Spaltmaß hören. Es muss nicht unbedingt ein Fulltang sein. Es gibt eben andere Beispiele. Die Skandinavier, die Outdoor-Spezialisten sind, die hatten schon immer ein Runderl. Und ein Beispiel, was ich immer gerne bemühe, die Schwerter des Mittelalters. Egal aus welchem Kulturkreis, da gab es nie Schwerter mit einem Fulltang wirklich. Die hatten immer ein Runderl und die waren wirklich belastet. Und sie haben es trotzdem mitgemacht. Das hier ist eine Replika von einem Wikingerschwert, funktionstauglich von Condor. Hier möchte ich mal bitten, darauf zu achten, dass die Spitze rund ist und scharf. Das entspricht dem historischen Vorbild. Das hat bestimmte Gründe. Da werden wir in einem anderen Video zu Abfangmessern nochmal kommen. Damit haben wir uns die feststehenden Messer relativ sorgfältig angeguckt. Es gibt natürlich noch die Klappmesser. Hier hat man halt schon den Nachteil, also ist auch wirklich bei vielen Jägern ziemlich beliebt. Hier hat man den Vorteil, dass direkt eine Knochensäge mit dabei ist, um zum Beispiel die Schlossnaht aufzusägen oder das Brustbein. Teilweise noch eine Aufbruchklinge. Aber man muss diese Messer halt relativ aufwendig reinigen. Das ist die eine Geschichte. Und wenn man eine Klinge nutzt, dann hat man nicht einen wirklich schönen Griff, weil die anderen restlichen Klingen überstehen. Wir haben da auch schon seit den 80er Jahren das Optima, beziehungsweise auch als Set, das Optima Set. Hier kann man die Klingen wechseln. Gegen eine Aufbruchklinge und gegen eine Säge. Hat eben den Vorteil, dass man einen schönen, schlanken, handlichen Griff hat, der gut in der Hand liegt und wo kein Klingenrücken von einer anderen Klinge übersteht. In der Hunting Line haben wir auch noch ein Mehrklingen-Taschenmesser. Auch die 3 Standards, Aufbruchklinge, Säge, Hauptklinge mit einem Nyland-Etui. Ziemlich bezahlbar, das gute Stück. Klingenverbindung hatten wir uns noch angucken wollen. In dem Zusammenhang, da bin ich großer Fan von, weil man es wirklich gut benutzen kann, weil man es gut reinigen kann. Stichwort Klinge-Griff-Verbindung. Bei Messern mit Spritzgussgriffen ist immer die Gretchenfrage, wie tief geht denn die Klingenangel in den Griff. Und da ich speziell von der Hunting Line, von der Magnum Hunting Line für Jagdmesser am unteren Preisrand ein großer Fan bin, gucken wir uns das speziell bei diesem Messer mal an. So, ich hoffe, ich treffe das hier ordentlich. Guck mal. Ja. Oh. Messerangel geschält habe ich auch noch nicht. Oh. So sieht es dann aus. Mein Vertrauen hat's. Die Serie Hunting Line besteht außerdem nochmal aus dem Aufbruchmesser und aus einer Säge. Alles gibt es einzeln mit eigener Kydex-Scheide in Signal Orange oder auch als Set. Wir gucken uns die Angelverbindung jetzt nochmal an, wie die bei der Säge gelöst ist. Das muss ja zwangsläufig anders sein. Aber heute wollen wir alles wissen. So. Und da sieht man schon, auch die wird einen nicht hängen lassen. So, nicht, dass jemand denkt, da wäre ein Spalt drin gewesen. So, das war's mal wieder im Groben für heute.
Ich bin sehr neugierig, wie man Jagdmesser mal testen kann. Und ich habe ja ausführlich erklärt, der Endgegner des Jagdmessers ist der Knochen. Und was tatsächlich relativ wenige wissen, Hirschhorn ist organisch betrachtet Knochen, deshalb ist es ein recht vergleichbares Material. Und beim nächsten Mal nehmen wir die 4 Messerchen, die hier liegen, mal richtig hart ran. Ich habe keine Ahnung, was passiert, ich freue mich schon sehr drauf. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt neugierig, seid nett zu euren Messern. Ihr wisst wie immer, liken, kommentieren, abonnieren, teilen das ganze Programm. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.